Adios, amigo. Was geht ab, Freunde? Das sind die Rick and Morty Gedächtnissocken, die ich mir in den Favelas in Brasilien geholt habe. Und ich trage die übel gerne. Und vor allem gerne trage ich die am Tag wie heute, denn es ist Rest Day. Ich habe mich hier in meine Rest Day Position begeben. Im Chefsessel, gell, Alice? Was ist denn, Alice? Nee, ich bin noch nicht bereit dazu. Jungs, es ist einiges passiert. Und zwar, wie ihr hört, halt die ganze Geschichte hier ganz gut. Wir haben einiges weggestellt, beziehungsweise nicht einiges, ist einfach nur die Couch rausgeflogen. Das Ding besteht jetzt hier aus 100% Sonderzuschlag. Alices Sonderzuschlag, aka die Wäsche. Alishas versucht, da hinten Avocados zu züchten. Alice, kannst du da mal ein, zwei Sätze sagen? Zu meiner Avocado? Ja. Ja, es kam dadurch zustande, da ich jetzt ja auf dem Plan habe, abends eine halbe Avocado. Und da hat Alice als gute alte Schwabin gesagt, die Avocados, die kostet 3,50 €. Habe ich gar nicht. Zu 99% wird die eh nicht poppen. Doch, die poppt schon. Was hat sich noch verändert? Hier, wir haben einen neuen Tisch am Start. Und hinten im Eck stehen schon einige Dinge bereit, denn es ist offiziell, der Bär wird das Twitch unsicher machen. Das Twitch-Game. Das neue Call of Duty wird kommen. Super Smash Bros. Gegen Markus wird kommen. Oh, bitte nicht. Spielst du auch FIFA? FIFA nur mit Markus Rühl, dem anderen Markus. Habe ich auch schon mit ihm gesprochen. Also da werden einige geile Sachen kommen. Ich habe Bock drauf. Alice, werden wir auch mal zusammen streamen. Mit dir nicht. Ich mache meinen eigenen dann. Oh, genau. Das heißt, das bauen wir jetzt hier alles auf, was hier hinten steht. Deswegen bist du ja auch heute da. Ach so. Perfekt. Dann geht's jetzt los. Aber bevor wir das machen und bevor noch andere Aktivitäten anstehen, eines Rest Days, um das es heute eigentlich gehen soll, werden wir jetzt uns auf den Weg machen zu Kolibri. Und zwar unserem ersten Bärenstark-Projekt, wie wir es getauft haben. Alice und ich spenden von unseren Erlösen von Miracleware, wo ihr fleißig gekauft habt, immer einen gewissen Teil an Kinder in Not oder Projekte, die gerade Support brauchen. Und deswegen geht es jetzt ab zu Kolibri. Das ist eine Krebshilfe für Kinder. Und ja, Türe zu. Die Schlappen haben auch schon einiges mitgemacht. Die sind legendär. Kleine Anekdote zu den Schlappen, die habe ich seit meinem ersten Wettkampf 2016. Alicia fährt schon, kein Problem. Die Schlappen habe ich seit meinem ersten Wettkampf 2016 und sind zu jedem Wettkampf mit dabei und ich werde die auch nicht wegschmeißen bis zum Ende meiner Karriere. Die sind zwar schon durchgelatscht und sonst was, aber auch zum diesjährigen Olympia kommen die wieder mit. Ist ja nicht so, dass die schon durchs Schuhsohle ablöst und wenn man im Matsch läuft, gefühlt der Matsch an deinen Füßen klebt, aber völlig okay. Ja, dreimal dürft ihr raten, warum die auch vor der Tür stehen. Meine Glücksschlappe. Auch ein Klassiker hier bei uns, zweimal die Woche der Markt. Es sind einige Stände auch aus Polen am Start. Und das ist die polnische, klassische Gobenik Squad Jogginghose. Gibt es hier für einen guten 15er, gibt es die hier zu holen. Ich habe hier auch noch was für Alice gefunden. Schatzi, schlupf mal rein, komm. Ja, so sieht's aus hier. Shoppen für die Frauen. Wir brauchen kein KDW oder kein Gucci. Schatzi. Hier. Hallo. Würdest du mich damit anfassen noch? Nee, da passt er noch nicht drin. Vernaschen würde ich sie darin, wa? Gut, dann kehren wir lieber den Textilien unseren Rücken zu. Und hier ist ein cooler Laden. Ja, ich möchte den Leuten hier auch mal ein bisschen die Berliner Kultur auf unser wöchentlicher Wochenmarkt, der muss jetzt ein bisschen Support kommen. Hier gibt es polnische Spezialitäten. Meine Omi hat mir früher zum Beispiel immer diese Süßigkeiten gegeben. Deswegen denke ich an meine Oma, wenn ich hier vorbeilaufe, muss ich auch mal sagen, die besten polnischen Gurken, die es gibt, sind die hier. Guckt euch mal die Dinge an hier. Die haben noch hier richtig Omas Anabolics bekommen. Die legen die anders ein, das heißt, die kriegen einen anderen Geschmack hier, was auch geil ist. Immer von meiner Tante gekriegt damals hier. Das sind so Waffeln, essen die nach wie vor hier. Einige polnische Stände am Start. Code Polako gilt hier by the way nicht, habe ich schon angefragt. Aber was wir vielleicht auch mitnehmen können, ist hier für Alice. Hallo Mami. Ne, in den nächsten 10 Jahren nicht. Okay. Gar nicht so tun, als würdest du jetzt Kinder wollen. Ja, Wenn ich einen kleinen Braten hinlegen würde, würdest du mich... Der kleine Braten bin nämlich ich noch, gell? So sieht's aus, ja. Ja? Ja. Kleines Brätchen.
So ist es aber. Der kleine Braten kann noch warten. Ich habe gestern auch einen kleinen Fragesticker in Insta reingehauen, die wir heute im Laufe des Tages beantworten werden. Und da war tatsächlich auch eine Frage, wann Kinder. Also solange ich in meiner aktiven Karriere bin, halte ich das nicht für richtig. Ich liebe Kinder und will auf jeden Fall mal Kinder haben. Aber ich glaube, wenn man als Papa die ganze Zeit unterwegs ist und nicht wirklich Zeit hat, seine Kinder aufwachsen zu sehen, dann ist es sehr schade. Und das will ich auf jeden Fall nicht für meine Kinder. Die zweite Frage ist dann immer, wann wir heiraten. Stimmt, heiraten ist auch die Frage, aber die habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen. Wie erschafft ihr eine ausgeglichene Beziehung trotz 24/7 Bodybuilding? Gar nicht? Also ich würde sagen, ausgeglichen wie andere Beziehungen ist das Ganze schon nicht. Muss man jetzt auch mal Real Talk reden, weil halt der Hauptbestandteil meiner Arbeit jetzt schon Bodybuilding ist und Alice da zu 100% hinter mir steht. Aber was die geile Sache ist, finde ich persönlich, wir haben uns ja außerhalb dieses Sports kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, deswegen steht da der Sport, also nicht von Anfang an der Beziehung sozusagen im Mittelpunkt. Wir haben uns beim Feiern kennengelernt und haben auch andere Themen, über die man quatschen kann. Oder was sagst du zu der ganzen Sache? Ist ja klar, dass sich 99% in unserem Leben so um Sport dreht, aber man versucht halt in den 1%, wo es sich mal nicht darum dreht, halt dann schon Dinge zu machen, halt andere Dinge. Ich meine, wir gehen ja auch wir gehen ja auch zum Beispiel mal in die Therme oder gehen weg oder ins Kino. Ich meine, man versucht sich ja schon ein bisschen so auszugleichen. Safe. Klar, es ist schon sehr schwierig. Aber da hilfst du mir auch immer ganz gut, weil ich bin halt immer sehr besessen von der ganzen Sache. Und sie bremst mich da raus und sagt, hey komm, wir gehen einfach mal da und da hin, wir gehen da und da raus. Und ich denke mir halt, ich als Bodybuilding-Spasti will meine Zone da eigentlich nicht verlassen. Aber dann machen wir das zum Beispiel, gehen dann weg, auch wenn es nur mal ein Kaffee trinken ist irgendwo. Und dann denke ich mir danach, wow, das war doch cool, wir hatten andere Gespräche, wir hatten eine tolle Zeit zusammen und dann passt es ganz gut. Die Sonne lacht. Die Burger werden da hinten getankt und das Eis hast du dir auch schon gegönnt. Ja, wir sind schon hier schon eine Weile da und hier geht auf jeden Fall volles Programm ab für die Kids. Hier oben seht ihr leider nicht unsere Autos, sondern Lambos, Porsches und was sich die Kinder so gewünscht haben. PS5 wurde auch schon übergeben an der Stelle, also ja, mit dem Geld werden hier die Wünsche definitiv erfüllt. So, da haben wir das gute Stück hier. Die Spende kommt an, Kolibri kriegt die 1500, die wir zusammen mit euch auf jeden Fall hier angesammelt haben für die krebskranken Kinder, um die letzten Wünsche hier auf jeden Fall zu erfüllen. Und ja, Andi haben wir am Start hier, der kümmert sich darum, dass das Ganze ankommt. Ja. Und in dem Fall ist es geschehen. Ja. Andi, auch besten Dank, dass du das Ganze hier in die Tat umsetzt und wie man draußen schon sieht, die Sportwagen ranholt, die Burger auf den Grill schmeißt, die Playstations ranholt. Also ja, wir hatten viele Aktionen heute, das war toll. Wie gesagt, auch mit Hilfe von Menschen wie euch ist uns ja sowas überhaupt erst möglich. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spendengeldern. Und da ist es wichtig, dass Leute sehen, was wir tun. Und deshalb war es wichtig, dass ihr heute hier wart und dass wir dann eben auch die Hilfe bekommen, die wir brauchen, um sowas heute zu machen. Ihr habt euch ja davon überzeugen können. Wir hatten diese Burger-Aktion. Wir haben ganz emotionale Herzenswunscherfüllung gehabt heute oben auf der Intensivstation, wo der Papa ganz doll geweint hat. Das ist eine Sache, die mir sehr nahe geht. Auch Robert, unserem Physiotherapeuten. Das erleben wir auch nicht alle Tage, dass jemand so reagiert. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Wir machen ja gerade, glaube ich, über 100 Kinder glücklich. Die gesamte Kinderstation kriegt heute von uns Burger und noch ein Eis und andere tolle Sachen. Und so reißen wir hier ein bisschen den Alltag auf und verschönern das und können mal so für einen Tag mal für gute Laune sorgen. So, zurück in der Casa, Kalecinski. Gibt jetzt hoffentlich erstmal eine Mahlzeit gleich, nachdem du deine Hände gewaschen hast. Hier auch witzig, muss man sagen, das sind die Legends. Ronnie, the King Coleman, Phil Heath, 8-facher Olympia und Kevin Levrone auf meiner ersten FIBO.
stand ich da an und mein Kollege Jamel hat sich alles bei Ronnie Coleman geholt und dann haben die uns vorgeholt und haben gesagt, ihr könnt zu Ronnie. Hier gibt's Alice, muss ich mal sagen, was hast du gemacht schon wieder hier? Ja, das wie die letzten. Good old chicken. Kann man ja auch mal drauf eingehen hier kurz. Und zwar können wir hier meinen Rest-Day-Ernährungsplan einblenden. Für die Leute vielleicht auch mal interessant. Normal gibt es die Full Days ja immer am Trainingstag. Am Rest-Day ist das Ganze ein bisschen abgespeckter am Start. Und was es dann auf die Reismahlzeiten gibt. Ich weiß nicht, ob ich ihn droppen soll, aber das Ding ist jetzt eine Woche alt. Ihr wisst, auch am Chili wird nicht gespart und der Chili-Teppich. Sag nicht, du machst damit auch, glaube ich, mit dem Zimt so ein Ding. Also der Zimtteppich ist ja schon wirklich in Deutschland weit verbreitet. Mit dem Chili-Teppich habe ich noch nicht begonnen, weil da werde ich dann bestimmt einige Drohbriefe kommen, oder? Aber Chili ist schon was Geiles, gerade in der Diät. Man sieht nur, Alice macht was für uns. Wie revanchiert sich uns bei Alice? Weil ich ja nie irgendwie Zeit investiere in die Beziehung, mal nie früh aufstehe, Alice was koche oder sonst mal was vorbereite, hier einen Fisch anbrate, Thunfisch-Sashimi für sie mache. Weißt du, das sowas seht ihr nicht auf Cam. Oder Aber French Toast, sowas mache ich alles gern für Alice. Nur poste ich es nicht die ganze Zeit, sondern lasse es sie vergnügen. Und um so eine Beziehung auch am Laufen zu halten, müsst ihr verstehen, jetzt ist ein Meal fertig, müsst ihr verstehen, ist ja einfach wichtig, dass ihr auch der Partnerin mal was Gutes tut. Und klar sieht es nach außen hin so aus, in der Social Media Welt, in der wir leben, dass Alice jetzt alles für mich kochen würde, macht sie ja auch, größtenteils. Aber die Sachen, die man zurückgeben muss, die werden öfters mal nicht gezeigt. Und ja, was ich für sie mache, das hat auch nichts auf den Social Media Kanälen verloren, sondern das mache ich gerne, weil ich mein Schatzi lieb. Naja, teppichwürdig ist es jetzt ja, nicht mehr. Ich will mir auch nicht die Fresse verbrennen. Alice ist ziemlich Meta-Plus-süchtig. Sag mal, wie vielte Meter ist es? Der 4. Schon eigentlich krass, gell? Also ich würde mal behaupten, das ist ein bisschen viel. Ja, aber guck mal, das liegt daran, weil ich so über die Kaffeesucht habe. Wie viel nimmst du rein? Ich mache das immer so Pi mal Daumen. Keine Ahnung, ich glaube, es sind so 10 oder 12 Gramm. Das mal. Siehst du mal, wie stressig mein Leben ist mit Urs, dass ich mir so viel Meter machen muss. Ich glaube, deine Partnerin hat eine Koffeinsucht. Ja, habe ich schon mitbekommen. Guter Meterverschleiß, aber sei ihr gegönnt. Ich bin nicht auszuhalten ohne, ich merke es immer richtig morgens, ich komme gar nicht in die Pötte ohne 3 Meter. Ich habe am 4. Start mit Deswegen, zur Zeit in der Diät wache ja ich auch vor ihr auf und dann lege ich meistens schon in die Küche, auch so Kleinigkeiten. Räume die Spülmaschine aus. Und dann hörst du nur das Geräusch. Und dann weiß ich so, mein Leben ist gerettet. Aber ich muss dazu sagen, immer wenn wir verreisen, dann trinke ich gar nicht viel Meter. Ja, weil du jeden Starbucks, der in der Nähe ist, aufsuchst und erstmal One Venti Latte Macchiato with Almond Milk and Sugar-Free Vanilla Syrup, please. Und dann fragt immer, how many bumpers? 3. Und dann sage ich, und? 6 Euro. Leck mich am Arsch, 7,50 Euro für einen 200 Milliliter Kaffee, Alter. Was ich aber noch sagen wollte, fängst du nächste Woche damit wieder an. Da müssen sich vor nächste Woche noch die Leute ihre Meta Plus Vorräte aufstocken, gell? Weil ich habe so eine Dose in 2 Wochen. Wochenverschleiß ist schon eine Dose die Woche. Eine Dose die Woche? Nein, so. Du trinkst schon eine 5 Meters am Tag. Und sie macht halt nicht so die Waage und dann 4 Gramm, so sondern. Die Weibe immer, gell, so 6 Gramm, 3-mal täglich. Ich mache so 20 Gramm gefühlt, 5-mal täglich. Aber Mango-Orange schmeckt halt auch geil. Sieht sehr appetitlich aus. Heisenberg wäre wieder stolz, Freunde. Aber wir haben noch ein paar Fragen. Es ist 17:15 Uhr. Das ist jetzt Mahlzeit 3 für heute. Wir haben noch 45 Minuten Zeit. Dann kommt Stefan, mein Therapeut. Ganz witzig. Alle, die irgendwas mit meinem Körper zu tun haben, heißen irgendwie Stefan. Hallo Stefan. Nee. Ich habe jetzt ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar, Schatzi, an dich wieder. Wie dachtest du beim Kennenlernen darüber, dass ich Bodybuilder bin? Boah, ich habe mir darüber gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, gemacht. Guck mal, ich habe dich ja davor verfolgt, aber ich habe ja gar keinen Bezug gehabt zu Bodybuilding. Man muss dazu sagen, bevor ich Urs kennengelernt habe, habe ich ihn ja schon so ein halbes Jahr lang auf Insta verfolgt, aber ich war jetzt nicht in diesem Bodybuilding-Game. Ja, ich weiß gar nicht warum. Es war über Zufall, dass ich da drauf gekommen bin, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber Gott sei Dank war es so. Richtig, gell? Sonst hätten wir uns nie kennengelernt.
Aber die Frage ist eigentlich, warum ist Alicia halt so verdammt sympathisch? Geht euch das auch so auf die Nerven? Schreibt es mal rein, weil ich halte es nicht mehr aus. Ich krieg auch nicht so Damals viele lach mal nicht so Nachrichten, viele. Welche Muskelgruppe findest du bei mir am attraktivsten? Die Brust. Beschreib mal warum. Ich weiß es, ich darf es für dich beantworten. Es ist einfach der Fakt, dass wenn man abends da liegt, dass das wie so ein Luftkissen ist, was aerodynamisch an ihre Kopfform angepasst ist. Lass mich raten, gell? Nee, ich finde ich nenne es immer aufgeblustert. Ich finde so eine aufgeblusterte Brust einfach sexy bei Männern. Brust ist schon was Feines. Kann man direkt zu meinen Mood-Swings mal kommen. Wie ist es während der Defi-Phase? Angenehm oder eher eine Diva? In der Off-Season bist du ja manchmal auch eine Diva, aber Stimmt. man muss, ja, aber jeder Mensch ist ja immer ein bisschen Diva. Bin ich auch. So einmal im Monat. Gut, dass du es mal zugibst. Wie äußert sich das bei Alicia? Ach, kurze Zündschnur. Aber wie sie schon sagt, ist es menschlich. Man lernt sich dann ja auch kennen und man kann dem bewusst als Partner aus dem Weg gehen und dann ist es halb so wild. Ich finde so, wenn du so 8 Weeks, 7 Weeks out bist und so, gell. Das ist dann so immer so, wenn du schon so aufstehst, bis wir so im Gym waren, halte ich mich echt krass zurück und frag dich schon nichts und lass dich so deinen Film spielen. Der ist ja so überkonzentriert und so, weil er halt so eine gute Gym-Session haben will und alles muss perfekt sein. Und dann gehen wir so aus dem Gym raus, die Tür geht zu und ich bin der liebste Mensch und umarmt mich und alles ist gut so. Weil halt viel davon abhängt. Ihr wisst, mir ist der Sport so wichtig. Du bist halt introvertiert, da bist du ja auch völlig normal. Da kam sie am Anfang mit gar nicht zurecht, kann ich mich noch erinnern. Ich habe dich jeden Tag bestimmt 5-mal gefragt, ob du mich noch liebst, Und mich ob du hat mich so noch schön aufgeregt. findest. Oh, kennt ihr das? Dann habe ich Stefan gefragt, findet mich Ost noch attraktiv? Und Stefan so, Alter, rauf dich an. Ja, und ich dachte mir auch so, oh Jungs, ey. Weil der Körper ist ein ganz, ganz cleveres Kerlchen und wenn du dem wenig zu fressen gibst, wenn du dem hart trainierst und so, dann stellt er die natürlichen Prozesse ab und dann interessierst du dich einfach nicht mehr für Frauen. Weil seit wann trainiert ihr beide zusammen und wie läuft es so mit weiblicher Unterstützung? Und zwar trainieren wir seit dieser Vorbereitung aktiv zusammen und ich muss sagen, es geht heftig vorwärts. Ich habe auch mit Teamkollegen, mit Roman habe ich geschrieben, der trainiert mit seiner Freundin, auch Markus Rühr hat damals mit seiner Frau trainiert, die alle gesagt haben, das ist das Brutalste, was es gibt, weil sie ist keine Heulsuse, sie zieht da auch durch, sie motiviert mich, sie kennt mich. Und ist eine Person, auf die ich verlasse und deswegen schallert das Training richtig rein. Hätte ich nie gedacht, dass es so ist, habe ich auch mal wieder was Neues gelernt und musste mich von was Besserem belehren lassen. Also wenn ihr da eine gute Partnerin habt, geht da schon was vorwärts. Was halt auf den Sack geht, ist immer das Gewicht auf und ab zu räumen. Hey, aber Alice wird stärker. Und, extra. Man muss aber auch dazu sagen, dass du mir echt oft dein Leben so in die Hand vertraust, so, weil er meinte dann immer, man muss so 200 Kilo Bank drücken und Alice reißt es dann wieder hoch, wenn es am Ende ist. So. Ich sag's dir so, 6 gehen, aber wir machen 8. Und dann denke ich nicht dran, okay, bei 200 Kilo wird es schwierig mit ihr. Was ich auf jeden Fall allen meinen Koffein-Junkies da draußen empfehlen kann, wie Alice zum Beispiel, wenn die ihre kognitive Leistungsfähigkeit während der Arbeit, ihren Stoffwechsel oder sonstige Themen, die wir gerade angesprochen haben, aufs neue Level bringen wollen. Probiert Meta aus. Ja, dann darfst du heute auch mal den Werbepart übernehmen, Freunde. Mein erstes Mal, dass ich das mache. Dann hau raus. Okay, das Meta Plus gibt es wie immer auf esn.com mit Code Polacco. So sieht's aus. Mit Polacco unterstützt ihr nicht nur mich, sondern auch Alices Meta-Konsum, weil ich muss monatlich 5 Dosen bestellen. Unser Favorit auf jeden Fall Mango Orange. Jeder übertreibt immer mit seiner kleinen Waage und du dieses Meta abmessen, wie als wäre es jetzt so lebensgefährlich, wenn man wie ich so 2 Esslöffel reinschüttet. Ja. Also so. Man kann es auch übertreiben im Leben. Wenn man es nicht gewohnt ist, Alicia, dann knallt es schon rein. Knallt es schon rein, aber man muss auf jeden Fall, Alice ist halt, das liebe ich an ihr, sie ist halt so, Mentalität, kommt, geht schon und so im Training gehen dann halt auch noch 3 Wiederholungen mehr, im Leben gehen noch 3 Meters mehr und umgeheult wird nicht und das bedarf's. Ich lebe immer noch und am besten schmeckt es natürlich, guck mal, das Glas sieht jetzt so überversifft aus, aber absolut widerlich, also da würdest du bei ESN, bei den Backmädels nicht einen Stich machen. ich bin halt authentisch. Ja. Gut, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen das Setup auf und dann gibt es die Therapie. Ich habe nochmal einen Meter in der Hand hier, denn es ist stadtbekannt, jeder, der mich besuchen kommt, kriegt als erste Handlung erstmal Stefan hier. Besten Dank. Therapeut am Start, immer ein Meter am Start hier.
Kann der auch richtig kneten? Ja, wenn das drin ist, dann wird richtig losgeknetet. So, rauf auf den Metzgertisch und guckt euch mal die Vorrichtung an, die ist legendär. Jetzt geht's gerade in der Diät, weil tatsächlich mein Kopfvolumen geringer wird, weil das Wasser rausgeht. Aber müsst ihr mal Stefan fragen, wenn ich hier Fettsack in der Off-Season bin, dann kracht gern mal das Kopfteil durch. Und deswegen müssen wir das doppelt unterstützen. Ich glaube, in den letzten 3-4 Wochen von der Wettkampfvorbereitung schaffen wir es immer, dass das Kopfteil stabil bleibt. Aber sonst so 1 bis 2 Mal Therapie die Woche tut mir ja sehr, sehr gut. Und ohne den Kerl da drüben wüsste ich nicht, ob ich das Ganze so gut durchstehen würde in der Vorbereitung. Es rettet mir auf jeden Fall mal meinen Arsch und ihr kriegt jetzt einen kleinen Einblick, was so gemacht wird. Und es ist echt wichtig, dass wenn ihr gerade ein bisschen Muskulatur mitbringt oder so, dass ihr da auch jemanden habt, der sich wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Ganzen auskennt. Ich meine, von schlechten Eltern ist der Bizepsumfang beim Stefan auch nicht und deswegen, ja, der tut sich immer kleiner machen, als er ist. Sagt immer das nur vom Behandeln. Aber einer, der halt selber pumpt, sage ich jetzt mal, und einer, der halt weiß, okay, das sind die Probleme eines Pumpers, eines Bodybuilders, der ja, kann sich dann gut um euch kümmern. Also bringt nichts da oft zu 0815 Physios zu gehen, die dann sagen, ja gut, dann lass es halt sein, 200 Kilo zu drücken. Das macht man ja nicht, sondern er guckt einfach und passt die Probleme, die man hat, weitestgehend an und kümmert sich super drum. Es ist sehr, sehr wichtig an so Rest-Days, wenn man auf einem fortgeschritteneren Level ist, da mit Therapeuten zusammenzuarbeiten, sowas wie Wellness zu machen, Sauna zu machen. Also wer seinen Körper auseinander nimmt, der muss dem auch wieder Zeit geben zu heilen und deswegen hier bearbeiten wir einfach in der Therapie das Tiefengewebe, die Muskulatur, die jetzt wie gesagt gestern durchs Beintraining völlig demoliert ist. Bringen auch, glaube ich, das Wasser so ein bisschen raus. Du tust ja über die Lymphe das dann auch so abtransportieren, wie du mir das da gesagt hast und ja, das merkt man definitiv. Wer Stefan buchen will, das könnt ihr vergessen, wo ihr nicht deine Secrets auspacken. Den gebe ich nicht her, ja. Zu viele Vakuums, hat mir damals schon auch ein Therapeut gesagt, ist nicht gut, wenn man das macht, weil immer wenn man den Bauch so reinzieht, verspannt sich natürlich auch das Zwerchfell dann. Und die meisten, die das zu oft machen, haben am Ende nicht so ein tiefes Vakuum. Und deswegen habt ihr entweder einen guten Therapeut, der euch das rausdrücken kann mäßig oder wieder einen Schuss bringen kann, oder ihr übt das aber halt auch ein bisschen sparsamer und dehnt auch die Bauchdecke und so, was ja auch sehr viele nicht machen. Kannst du nach hinten gegen mich fallen? Titanic. Das kann jetzt vielleicht mal kurz unangenehm sein. Ich schiebe die mal kurz ein bisschen hoch und... Also ich meine, eine gute Leber, die sich gut bewegt, die kann man im Prinzip um 2 Rippenniveaus nach oben schieben. Das fühle ich. Okay, leg ich mal wieder hin. So, ich sehe aus wie das Brathähnchen vom Hähnchenmann um die Ecke. Schön eingeölt. Ist der von dir? Nee, der Fleck ist, ist noch nicht inkontinent. Einfach ein Desinfektionsmittel. Aber Stefan, wie gesagt, hier mein Mann, mein Supporter, der mich da bei gesunden Körper hält. Danke, dass du auf jeden Fall am Start warst. Dich auch mal den Leuten hier gezeigt hast. So. Und jetzt wisst ihr Bescheid. Die 5. Mahlzeit, bestehend nochmal aus Reis, dem letzten Reis für heute. Danach gibt es noch 2 Mahlzeiten ohne Carbs, Chicken und Brokkoli. Und was ich auch zu der Mahlzeit nehme, denn wir haben jetzt knapp 8 Uhr, wie gesagt, ist unser neues Baby hier von Vario. Calm. Das ist ein Anti-Stress-Produkt, wirkt aber ein bisschen komplexer und das Ganze löst sozusagen den Stress aus für euren Körper, der aber gleichzeitig euch stressresistent macht. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr geile Inhaltsstoffe natürlich auch. Die Dose ist auch bald leer. Habe ich knapp 2 Wochen schon im Testlauf und probiere es aus. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja komm, kann ich mir reinhauen, wie Ashwagandha. Habe ich mir 4 Kapseln vorm Pennen gegeben, habe katastrophal geschlafen. Und deswegen meine Empfehlung an euch da draußen, erstmal rantasten, 2 Kapseln am Tag und eine nach dem Frühstück und eine so, ich gehe um 10, halb 11 pennen, so 2 bis 3 Stunden vorm Schlafen gehen. Und jetzt bin ich auf 2-2 eingestellt sozusagen, habe 2 morgens am Frühstück, 2 ja so um 20 Uhr rum
Und genau, fahre damit gute Ergebnisse. Die Apple Watch sagt auch, ich schlafe tiefer und Alice sagt es auch und meine Frau, das sagt, dann wird schon was dran sein. Okay, nehme ich mir jetzt die Mahlzeit, dann geht's ab nach draußen und dann sind wir auch schon durch für heute. Nächtliche Aufgaben noch. Der klassische abendliche Weg zum Mülleimer. Ja, ich bringe jetzt Alicia auch ins Bett dann hier. Also Schatz. Ich hol dich dann morgen früh ab dann, gell? Gute Nacht. Unfassbar. Morgens dann immer. Morgen, Schatzi. Das Schatzi. widerspiegelt jetzt 1:1, wie das Müll wegbringen, wenn es immer abläuft. Ich muss alles machen, der ist Stabil. So sieht's aus. Spaß beiseite. Dafür fange ich mir später schon wieder eine. Klassischer Rest-Day. Geht es auch schneller ein bisschen. Ich habe morgen kein Frühstück bekommen. Es tut mir leid, Schatzi. Musst du wieder die Haferflocken alleine aufkochen und dann brennt sie wieder an, du armer Tropf. So, jetzt sind wir draußen an unserem heiß geliebten Block neben Altkleidersäcken und auf der anderen Straße dem Polizeirevier. Wir machen unsere letzte Runde hier immer um den Block. Ja, in der Diät jeden Abend einfach und auch im Aufbau eigentlich, um wie gesagt den Kopf frei zu kriegen, ein bisschen zu reden. Und dazu habe ich mir noch eine coole Frage rausgesucht. Wollt ihr beide mal im Ausland leben zusammen? Wenn ja, wo? Grüße von Fabio. Fabio, liebe Grüße zurück. Ich gebe die Frage mal, die letzte Frage für heute an meinen Schatzi weiter, bevor ich meinen Senf dazu gebe. Ich finde es schwierig, weil es kommt ja auch immer darauf an, was man sich dann im Ausland erhofft oder erwartet. Ich meine, klar, wir können ja, oder du kannst ja von überall aus arbeiten, aber ich denke spätestens, wenn dann die Prep wieder losgeht und so, wäre es immer für dich vorteilhafter. Ist daheim am schönsten, ja, so, also, wie man so schon sagt im Schwabenland. Da wirst du aber halt am wenigsten abgelenkt von allem. Das stimmt, ja, man hat immer die Karriere im Kopf. Und ich habe auch ehrlich gesagt immer euch auch ein Stück weit im Kopf. Und ich habe mich ja jetzt bewusst auch durch den Sponsorvertrag hier in Deutschland gebunden und habe ja die Mission, okay, wir wollen Bodybuilding Deutschland da nach vorne bringen. Ja, und dafür gehört es dann auch dazu, dass ich mich eben hier in Deutschland aufhalte, hier was für den Sport mache, den Sport push, den Sport weiter voranbringen will. Und deswegen, solange ich auf jeden Fall aktiv bin, da hier definitiv meinen Standort auch in Deutschland sehe. Wenn wir sagen, hey, mit 35, 40, lass nach Barca, einfach an den Strand flacken und ein paar Kaipis schlürfen, dann machen wir das auch, oder dann will ich auf jeden Fall... Weil wir Anti-Alkoholiker sind? Ja, krank. Wir sind bei 99.900 Abos, Freunde, für 86 Videos. Also ich bin unfassbar stolz auf die kranke Community, was wir zusammen aufgebaut haben. Und deswegen, ja, wenn wir jetzt schon bei 100.000 sind, dickes Dankeschön hier vom Bären am Start. Richtig geil, was wir da erschaffen haben in den letzten Monaten und ja, in dem letzten halben Jahr, würde ich sagen. Ich hoffe, es geht so weiter und ja, der Play-Button kann sich auf jeden Fall jeder ein Stück von abschneiden, vor allem auch du, mein Schatzi. Und in diesem Sinne spazieren wir jetzt noch eine Runde. Adios.